vom Weg nach Korčula. Wir haben jetzt gerade hier die Westspitze von Korčula umrundet. Und wir haben doch einiges mehr Wind als heute vorausgesagt. Angesagt sind so 5 bis 9 Knoten. Wir haben jetzt 13, 14 Knoten Wind. Entsprechend auch ein bisschen gröbere See. Und vor allem müssen wir aufkreuzen. Wir haben darum jetzt gerade das Ref 2 eingezogen. Und wir sind zusätzlich mit der Fock unterwegs. Und jetzt müssen wir schauen, wie dass wir möglichst viel Höhe machen können gegen das Korčula runter. Es sind doch etwa gut 30 Seemeilen. Und wenn man aufkreuzen muss, könnte es noch einiges mehr werden. Ja, der Speed ist toll mit 5,8 Knoten. Aber leider nicht ganz auf dem richtigen Kurs, wenn wir das sehen. Wir wollen nachher kreuzen. Genüsse Segeln. 12 Knoten Wind, also gerade ein schönes 4. 5,9 Knoten Speed, jetzt gerade wieder gut. Und nächstes wollen wir jetzt wieder eine Wende machen, weil wir zu nahe kommt, das Land geraten. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch ein Stück unter Segel. So, der Wind ist ja weg, aber die Wellen haben wir noch. Darum sind wir mit dem Motor unterwegs. Ja, es ist Nachmittag um 2. Wir haben wieder erwartet immer noch extrem grobe See. Und zwar genau gegenan. Wir sind darum mit dem Motor unterwegs. Wind wäre nicht viel, nur so 7, 8, 9 Knoten. Wir wissen gar nicht, wo die Wellen herkommen. Angesagt war heute durch die Wetterprognose glatte oder leicht bewegtes Meer. Und jetzt ist es doch also ziemlich grob. Solange wir immer noch mit dem Motor gegen ankommen, ist es aber noch okay. Vorne kommt Korčula in Sicht. So, jetzt sind wir 7,5 Stunden unterwegs. Was meinst du, wie lange geht es noch? 40 Minuten geht es noch. Das ist schön, wenn wir ankommen. Ja. Gut, es ist immerhin noch nicht Nacht. Yes, ja. Aber wir haben jetzt viel länger gehabt, als wir gemeint haben. Oh, die Wellen haben wir gehabt, immer. So, der nächste Tag. Wir sind jetzt in Korčula. Das ist die Hauptstadt von der Insel Korčula.
So, da der Eingang in die Altstadt, in die Festung. Korčula ist eine perfekte Stadt, um sich zu erholen. Es ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte. Marco Polo soll in dieser Stadt geboren worden sein. Im Jahr 1298 hat da eine grosse Seeschlacht zwischen Venedig und Genua stattgefunden. Bei dieser Schlacht ist der Marco Polo von den Genuesen gefangen genommen worden und später gegen ein hohes Lösegeld wieder freigelassen worden. Wir geniessen jetzt 2 Tage in dieser Stadt, um uns von dieser anstrengenden Überfahrt vom Vortag zu erholen. Schön Windgeschützt hier innen. Ja, vorher war gerade ein bisschen zu fest. Da stehen wir vor dem Geburtshaus von Marco Polo. Da sehen wir die Reise von Marco Polo. So, da sehen wir jetzt, warum wir heute im Hafen sind von Korčula und nicht draussen. Ein Tief, das hier durchzieht. Hast du nicht gesehen, dass wir hier gleich noch drauf können? Der Marco So. Polo Tower. Ja, jetzt sind wir auf dem Tower oben vom Marco Polo Haus. Und schaue ich da das Meer raus. Da aussen, wo ebenfalls die Schlacht von Korčula zwischen den Genuesen und der venezianischen Flotte, Galeerenflotte, stattgefunden hat. Da eine venezianische Galeere. Marco Polo. Genau. Mega interessant gewesen. Der Urs studiert jetzt Fine Penguin. Ein 81 Tage Abenteuer von Helen und Urs. Und wir warten auf den Grill. Da hinten brutzelt es. Urs, Jawohl. So, jetzt lassen wir zu. Alles schön das ist ein gemeinsam. Ursi-Teller. Das sind seine Vitamine. Und das ist mein wunderbarer Teller.